Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld zu Update 109. Vielen Dank erstmal für eure Treue. Heute gibt es erstmal zum Anfang ein paar Blicke in verschiedene Pakete. Ihr seht, hier steht schon einiges. Ein bisschen Fanpost, ein paar andere Sachen. Ein sehr, sehr tolles Geschenk. Dafür komme ich auch gleich noch. Und ansonsten würde ich sagen, wir machen mal kurz einen Rückblick auf das Thema Straßenbahn. Eigentlich hatte ich ursprünglich geplant, hier heute ein bisschen weiterzubauen, aber das machen wir im nächsten Video, denn wir werden heute doch wieder zum Strand zurückkehren. Das hat verschiedene Gründe, werdet ihr gleich sehen. Und zwar habe ich unter anderem vom lieben WooBrick, wir nehmen jetzt mal das hier. Ja, ihr seht, Happy Birthday steht hier. Das hat nichts damit zu tun, dass ich Geburtstag habe, sondern damit, dass der Kanal bald 1 Jahr alt wird. Und zwar müsste das nächsten Donnerstag sein. Dann wird die Brickworld 1 Jahr alt. Ja, es ist viel passiert in diesem 1 Jahr. Und WooBrick hat einen eigenen Kanal. Ich nenne ihn euch jetzt hier mal. So sieht er aus. Einfach mal danach in der Suche eingeben. Oder ich verlinke ihn unten auch nochmal. Können wir da mal schauen. Ihr findet ihn auf jeden Fall, wenn ihr danach in der Suche sucht. Und zwar hat er mir geschrieben: Lieber Daniel, alles Gute zu deinem ersten Geburtstag hier auf deinem YouTube-Kanal. Vielen, vielen Dank. Dein Projekt begeistert mich nun seit fast 9 Monaten, ist eine Inspiration für eigene Projekte und es macht einfach Spaß, dir zuzuschauen. Das kleine Geschenk ist eine Beigabe für deinen Strandabschnitt gedacht. Viel Spaß, WooBrick. Und auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Ich hatte schon damit geliebäugelt, das hier demnächst zu kaufen für eben unseren Strand hier vorne. Und da du jetzt der ganzen Sache zuvor gekommen bist, auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das passt perfekt hier in das, was wir hier vorhaben. Jede Menge Minifiguren für den Strand. Ist ja momentan gar nicht so einfach, irgendwas zu finden, um hier große Strandfiguren einzubauen oder irgendwas. Ist ja ein bisschen schon ein älteres Set. Ist, glaube ich, gar nicht mehr in der Produktion. Vielen, vielen Dank dafür. Und das ist natürlich gegebener Anlass, hier heute am Strand weiterzubauen. Dazu gleich noch ein bisschen mehr nach dem Intro. Und kommen wir zurück zu weiteren Paketen. Hier vorne dieses kleine Paket habe ich von einem von euch bekommen. Ich habe den Brief gelesen, vielen Dank dafür, vielen Dank für das, was drin steckt. Du möchtest ja nicht, dass ich dich namentlich erwähne oder den Brief zeige. Grundsätzlich geht es darum, dass, ich nenne jetzt mal Person X, einfach gerne hier die Videos anschaut, hier auf meinem Kanal. Vielen Dank dafür. Und er hat noch 2 Minifiguren und einige Steine gefunden, die er mir geschickt hat. Die Steine sind natürlich super für jede Art von Unterbau. Ich hole mal das Paket hier raus. Es sind halt sehr viele Bricks in allen möglichen Größen. Das ist super praktisch für eben Unterbau. Auch heute zum Beispiel, wenn wir hier vielleicht am Felsen weiterbauen. Und dann habe ich noch 2 Figuren bekommen. Einmal diesen kleinen Drohnenpilot. Der ist auf jeden Fall super cool. Und dann noch diesen netten Herrn hier in seinem Duschoutfit. Ich habe eine Idee, was ich mit dem machen kann. Werde ich aber wahrscheinlich heute noch nicht umsetzen können. Dazu muss ich mir noch ein bisschen was überlegen, vielleicht auch was kaufen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und ansonsten ist noch ein Paket gekommen, nämlich das Paket aus Ungarn. Ich habe euch ja erzählt, dass ich 2 Pakete bestellt habe. Eins aus Ungarn, eins aus Portugal. Das aus Portugal wird das viel interessantere für den Bau hier am Felsen. Aber auch das hier ist schon mal super interessant, weil erstens sehr viele Bricks, die haben kaum was gekostet. Sehr viele verschiedene Teils, Teils sage ich schon, Plates und auch noch hier andere Bricks und noch einige Teile, die ich dazu gefunden habe für den Bau des Felsens. Das hier hat, glaube ich, ungefähr 40 € gekostet, was wirklich nicht viel ist für das, was hier drin steckt. Es ist wirklich sehr, sehr voll. Und dann habe ich noch das Paket hier bekommen. Das war eine normale Bricklink-Bestellung. Da haben wir sehr viel drin für eben den Felsen, was wir heute bauen werden. Und nochmal 2 Figuren für den Strand. Das sind sehr interessante Figuren, zeige ich euch später wahrscheinlich noch. Die stammen aus irgendeinem Educational Set, also kein typisches City Set etc. Und passen aber trotzdem super hier an den Strand. Und damit werden wir heute auf jeden Fall, denke ich, hier vorne weiterbauen. Und ansonsten noch ein Geschenk für den ersten Geburtstag der Brickworld. Und zwar dieses Geschenk ist von meiner Frau. Vielen Dank an sie. Sie schaut es wahrscheinlich nicht, aber vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Damit können wir sicherlich auch irgendwann noch was einbauen. Ist natürlich eine super Sache, auch hier mit dem Rollstuhlfahrer, der hier durch die Pipe jagt. Und ansonsten, das wird auch eine super Geschichte noch. Mit einer Roadplate wird interessant, was wir damit machen. Ansonsten würde ich sagen, ich rede jetzt schon wieder 3 Minuten. Vielen Dank für alle Geschenke.
Vor allem auch für das hier, lieber Wubrick. Und ich würde sagen, nach dem nächsten Cut geht es hier los am Strand bzw. am Felsen. Wir bauen heute hier weiter. Wie ihr seht, breitet sich jetzt erstmal das Bauchaos wieder aus. Aber das ist ja kein Problem, denn ich brauche die Steine hier einfach. Ich habe jetzt hier das fehlende Modul noch angefertigt, zumindest grundlegend. Habe hier noch ein bisschen mit dem Strand weitergebaut und dann habe ich mich entschieden, erstmal auf diesem Modul hier den Verlauf der Küste des Strandes erstmal auszulegen, damit wir dann hier auch mal auffüllen können, ebenso mit Wasser und hier mit Strand, damit wir hier schon mal Platz schaffen für viele der neuen Figuren, die ja aus dem Set kommen, das heute kam, dankenderweise. Und jetzt werde ich jetzt hier erstmal alles auffüllen, denke ich, den Strand und dann auch hier den Verlauf für das Wasser und dann müssen wir später alles noch fließen. Das wird auf jeden Fall noch ein bisschen aufwendig und dann schauen wir erstmal, dass wir dieses Modul jetzt fertig kriegen und dann schauen wir, wie es aussieht. So, der Untergrund auf diesem Modul für das Wasser ist fertig. Das heißt, wir können jetzt anfangen zu fließen. Und dazu kommt dieser Becher aus dem Lego Store in Nürnberg jetzt zum Einsatz. Das sind locker über 1000 Stück, die hier drin sind. Und mit dem, was ich sonst noch herumliegen habe, könnten wir wahrscheinlich den ganzen Fluss fertig kriegen. Was mir auf jeden Fall schon mal gut gefallen würde in der Hinsicht, dass einfach mal ich da einen Haken drunter setzen könnte, dass zumindest die Fliesen da drauf sind. Denn das ist eine Sache, die mir persönlich echt auf Dauer gar keinen Spaß macht. Denn das, was hier schon steckt, sind locker 3000 Fliesen, die hier schon drin sind. Und es ist wirklich eine Arbeit, die auf Dauer jetzt nicht den riesen Spaß macht. Aber ich werde jetzt erstmal dieses Modul fließen und dann machen wir den Strand und dann wird es hier schon mal ein ganzes Stück besser aussehen. So, das Wasser ist jetzt soweit hier erstmal gefliest. Bevor ich jetzt aber hier groß am Strand weiterbaue, werde ich jetzt hier erstmal ein paar Sachen aus dem Set hier rausbauen, weil ich zum Beispiel dieses Volleyball-Set hier vorne platzieren möchte. Und das ist einfacher, wenn ich erst die Sachen habe, bevor ich jetzt hier groß anfange, den Strand zu bauen. Also ich will erst ein paar Sachen rausholen und dann ein paar platzieren, darauf aufbauen, der hier am Strand weiterbauen. Ich glaube, das ist die bessere Lösung. Ja, also wie gesagt, ich packe das jetzt aus und dann sehen wir gleich mal, wie es hier am Strand vorangeht. Ich habe jetzt einfach mal alles zusammengebaut, was zu diesem Set dazugehört. Es sind, glaube ich, 15 Figuren, was super toll ist, weil das einfach sehr viel Leben hier in das ganze Projekt bringen wird. Und ich habe jetzt auch schon mal, wenn ich hier rüber schwenke, ein bisschen angefangen, hier Sachen einzubauen. Dieses Beach-Volleyball-Netz habe ich jetzt ein bisschen schräg reingebaut, damit es einfach nicht so im Grid hängt. Die Figuren dazu eingesetzt, auch dieser Hummer hier vorne ist davon. Dieses rote Boot und auch hier dieses kleine Mädchen mit der zweiten Sandburg habe ich jetzt noch da eingebaut. Und auch der Eimer mit dem Sand ist aus dem Set, also es bringt jetzt hier schon mal einiges an Leben rein. Und ihr seht auch, dass ich hier vorne bis zum Ende des Moduls jetzt alles an Sand gebaut habe, noch ein bisschen Steine dazu gebaut habe. Und das sieht jetzt schon mal deutlich besser aus. Also es bringt Leben rein, es sieht gut aus. Ich werde sicherlich noch mehr Figuren einbauen. Es wird jetzt also mal hier rüber gehen. Ich werde jetzt hier weiterbauen mit dem Sandstrand und vor allem unter dem Turm mal anfangen, glaube ich, mit dem Felsen fertig zu bauen. Das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall weiter fortführen möchte. Und dann schauen wir auch mal, wie hier der Strand überhaupt weitergeht. Wir haben ja noch einiges, was wir hier einbauen können. Und ich habe ja noch ein paar andere Figuren gekauft, beziehungsweise sind noch unterwegs. Aber ich finde, das macht sich auf jeden Fall gut, wie es hier vorangeht. Und was meint ihr? Wie ihr seht, habe ich jetzt einen Teil meiner neuen Slopes ausgepackt aus den beiden Paketen, die gekommen sind. Es kommen ja noch viel, viel mehr mit dem Paket aus Portugal. Da sind unter anderem, glaube ich, 750 von denen dabei und war fast 500 von denen. Also damit werden wir hier wahrscheinlich dann den ganzen Felsen nach und nach fertig bauen können. Aber was ihr auch sehen könnt, ist, ich habe jetzt auf diesem Modul den Strand bis hier vorgezogen, damit ich jetzt hier anfangen kann, den Felsen unter dem Turm fertig zu bauen. Und danach bauen wir vielleicht gleich noch ein bisschen am Turm weiter, vielleicht auch noch ein bisschen hier hinten in der Lücke. Was ich mir auch überlegt habe, dass ich den Felsen dann langsam so ein bisschen in diese Richtung ziehen werde, sodass wir unsere Tropfsteinhöhle so ein bisschen schräg hier reinbauen. Und das Wasser wird ja hier vielleicht noch ein bisschen zurückgehen und dann so. Das heißt, der Fluss geht imaginär in die Richtung weiter. Vielleicht tut das auch irgendwann. Wissen wir ja nicht, in welche Richtung sich das ganze Projekt hier entwickeln wird. Es ist ja, wie gesagt, grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass das ganze Projekt hier mal weitergeht. Deshalb sind ja hier auch die Techniksteine drin, dass man hier weiter bauen könnte irgendwann. Aber jetzt machen wir erstmal hier weiter am Felsen, am Turm. Und ich glaube, das wird auch eine ganz schöne Sache heute noch. Kleine Zwischeninfo zu meinem Beleuchtungspartner Illuminator Bricks. Und zwar wurde die Aktion, die ich euch schon in den letzten Videos erwähnt und näher gebracht habe, verlängert bis zum 15.08. Das heißt, grundsätzlich bekommt ihr
wenn ihr euch für den Newsletter kostenlos anmeldet, links oben rechts zum Finden oder unten in der Videobeschreibung zum Shop, bekommt ihr grundsätzlich für immer 5% Rabatt auf alles, was es im Shop gibt. Und mit dem Code BRICKWORLD5, blende ich gleich unten nochmal ein, bekommt ihr zusätzlich bis zum 15.08. nochmal 5% auf alle Beleuchtungskits. Das heißt, auf diese Kits, wie hier zum Beispiel das Downtown Diner, das wir ja hier vorne beleuchtet haben, oder das Pariser Restaurant, das wir hier beleuchtet haben, oder auch die aktuelle Police Station, die ich immer noch nicht aufgebaut habe, aber irgendwann, wenn ich mal hier auf die Erweiterung komme, werden wir eine Polizeistation aus der Polizeistation bauen, etwas größer und dann dieses Kit benutzen. Das heißt, wenn ihr es geschickt kombiniert, euch kostenlos zum Newsletter anmeldet und meinen Code benutzt, dann bekommt ihr 10% auf die Beleuchtungskits und das lohnt sich auf jeden Fall. Ihr habt da drin alles, was ihr braucht, um eben das entsprechende Gebäude zu beleuchten, oder ihr könnt auch Beleuchtungskits finden für ganz andere Lego-Sets, also Technikmodelle, Star Wars-Modelle, alles mögliche. Schaut einfach mal in den Shop, Link oben rechts oder unten zu finden. Und ja, jetzt geht es gleich weiter hier mit dem Strand. Und so schnell, hust, hust, ist die Felswand unter dem Turm fertig. Es stecken sehr viele Steine drin. Ihr habt jetzt gleich im Speedbild mal ein bisschen gesehen, wie aufwendig das Ganze ist. Ich habe jetzt, wie ihr sehen könnt, von vorne lasse ich jetzt langsam den Felsen nach vorne wandern. Und hier oben habe ich jetzt auch noch ein bisschen Efeu hier hochwachsen lassen. Das bringt aber auch noch mal ein bisschen was Nettes hier in das Ganze rein. Und so sieht der Turm jetzt eingebaut in den Felsen aus. Sieht ganz gut aus, meiner Meinung nach. Ich werde jetzt auf jeden Fall den Turm noch ein paar Bricks erhöhen, einfach damit wir auch da mal heute ein bisschen vorankommen. Ist ja noch einiges zu tun, wenn wir ungefähr auf die Höhe kommen wollen, wie der runde Turm dort hinten ist. Und ich glaube auch, dass es einfach eine Sache ist, die jetzt hier auch noch mal ein bisschen mehr Leben in die Geschichte bringt. Und ob wir danach noch sehr viel heute machen, weiß ich nicht, weil wie gesagt, das Video sollte ja heute noch rauskommen. Und heute ist Samstag und es ist noch einiges zu tun und ich muss auch noch schneiden, hochladen und natürlich den ganzen Text etc. schreiben, das Thumbnail machen. Da ist noch ein bisschen was zu tun, aber ich hoffe, dass es alles noch klappt heute. Und mit diesen Bildern entlasse ich jetzt euch heute hier aus der Brickworld. Wir haben einiges geschafft. Hier am Strand ist eine Menge los jetzt. Ich habe noch ein paar Figuren zusätzlich eingesetzt. Aber wie ihr sehen könnt, hier in der Box liegen noch einige rum. Und ich habe hier auch noch ein paar andere Figuren liegen, die ich selber noch bestellt habe. Wenn der Strand dann demnächst noch weiter größer wird und wir alles hier noch ein bisschen besser durchplanen, dann werden auch die alle noch ihren Weg hierhin finden. Aber das Set macht auf jeden Fall einiges her, in dem Sinne, dass wir hier mehr Leben reinkriegen. Und ihr seht auch hier hinten, ich habe den Turm um, glaube ich, 3 Bricks oder 4 Bricks erhöht. Und auch hier hinten ein bisschen die Felswand weiter um die Ecke gezogen, sodass der Turm jetzt hier wirklich im Fels hängt. Sieht meiner Meinung nach ganz gut aus. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und dann bleibt mir jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den heutigen Arbeiten denkt. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr hier noch für Ideen habt, wie wir hier weitermachen können. Und was wir vielleicht noch am kommenden Donnerstag machen könnten, denn da ist ja, wie gesagt, dieses Einjährige der Brickworld. Bisher ist meine Idee einfach, dass wir einen sehr umfangreichen Stadtrundgang machen. Der steht eh mal wieder an. Und hier ein bisschen zeigen, was alles bisher entstanden ist, was noch geplant ist und welche Ideen ich habe oder wie das Ganze eigentlich so entstanden ist, welche Ideen dahinter stecken. Wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare und ansonsten bleibt mir jetzt wirklich nichts mehr zu sagen, außer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Treue. Vielleicht schaffen wir ja noch die 6000 Abonnenten bis zum Jubiläum, was ich eher nicht glaube, aber schauen wir einfach mal. Und ja, danke einfach, würde ich sagen. Wir sehen uns das nächste Mal hier in der Brickworld. Mal schauen, ob wir hier weiterbauen oder oben an dem Straßenbahn. Ja, bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und natürlich viel, viel Spaß beim selber bauen. Tschüss.